Der elektrische High-End-Crossover Voyar Courage des Staatskonzerns Dongfeng kommt nach Europa. Die Zertifizierung dafür ist schon abgeschlossen und die ersten Chargen dieses E-SUV werden bald in die EU exportiert. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Voyar ist eine der wenigen exportorientierten chinesischen Marken. Es wurde 2018 von Dongfeng Motor auf den Markt gebracht. Heutzutage umfasst die Voyar-Modellreihe 4 NEV-Modelle, den Free Crossover, den Dream Minivan, die Passion Limousine und den Courage SUV. Letzteres Fahrzeug hat die europäische Zertifizierung abgeschlossen und bereitet sich auf die Markteinführung vor. Genauer teilte Voyar online mit, dass der Courage SUV das Zertifikat der EU-Gesamtfahrzeugtypgenehmigung, also die WVTA, erhalten hat. Unter WVTA kann diese chinesische Marke die Courage-Zertifizierung in einem EU-Land erhalten und sie ohne weitere Tests in der gesamten Europäischen Union verkaufen. Voyar selbst betonte, dass der Courage in Bezug auf Sicherheit und Umweltauswirkungen den europäischen Vorschriften entspricht. Laut Voyar wird der Courage Crossover bald serienmäßig exportiert und offiziell in Europa verkauft. Das für den EU-Markt bestimmte Auto verfügt zum Beispiel über einen CCS-Combo-Ladeanschluss, der bei uns Standard ist. Weitere Anpassungen für den lokalen Markt werden später bekannt gegeben. Das Design des Voyar Courage mag auf den ersten Blick nicht revolutionär erscheinen und erinnert ein wenig an das erste Tesla Model X. Dennoch bietet es subtiles, ansprechendes Äußeres mit funktionalen Elementen. Eine Besonderheit ist die Frontpartie mit beleuchteten Konturen, die Vogelschwingen darstellen sollen. Das Elektro-SUV ist großzügig dimensioniert und bietet in der zweiten Reihe ebenso viel Platz wie in der ersten. Selbst große Passagiere können hier bequem Platz nehmen. Das Innere des Voyar Courage besticht mit einem 15,05 Zoll OLED-Bildschirm, der von einem Snapdragon 8295-Chip angetrieben wird. Das Auto verfügt aber über ein extrem kleines, 6 Zoll dünnes Kombi-Instrument. Allerdings bietet es auch ein 29 Zoll großes Augmented Reality Head-Up-Display. Der Schalthebel des Voyar Courage sitzt hinter dem D-förmigen Zweispeichenlenkrad. Der Courage hat einen Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 527 Litern. Das Auto verfügt außerdem über 18 Lautsprecher und ein 0,62 Quadratmeter großes Panoramadach. Das Raumgefühl wird mit recycelten Materialien und Sitzen mit Klima- sowie Massagefunktion noch weiter verbessert. Ein ebenfalls interessantes Feature: die Sonnenblenden bestehen in der unteren Hälfte aus einer getönten Scheibe. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten, zusätzlich noch das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Voyar Courage wird in China unter dem Namen Shiyin verkauft. Es basiert auf der ESSA-Modellarchitektur und verfügt über Abmessungen von 4,72 Meter Länge, 1,90 Meter Breite und 1,63 Meter Höhe. Das Einstiegsmodell Voyar Courage für den chinesischen Markt nutzt das 400-Volt-System mit einem 215 kW oder 288 PS starken E-Motor in der Hinterachse, der von einer 77 Kilowattstunden LFP-Batterie angetrieben wird. Es ist auch eine 4WD-Variante mit einer Gesamtleistung von 320 kW oder 429 PS erhältlich. Die 800-Volt-Variante des Voyar Courage verfügt über einen Hinterradantrieb mit 230 kW oder 308 PS. Es ist mit zwei optionalen Batterien erhältlich, LFP für 79 und NMC für 109 Kilowattstunden. Verschiedene Fahrmodi, darunter Eco, Komfort, Sport und Offroad, bieten je nach Fahrsituation die optimale Nutzung der Antriebskraft. Mit den 3 Rekuperationsstufen gering, mittel und stark kann der Energieverbrauch weiter optimiert werden. Die Fahrassistenten sind reichhaltig, von einer Rundumkamera bis zu einem adaptiven Tempomaten ist alles an Bord. Dongfeng verspricht außerdem autonome Fahrfunktionen des Levels 2. Ab Anfang 2025 soll der Voyar Courage auf dem deutschen Markt erhältlich sein. In China kostet er umgerechnet etwa 23.700 bis 31.200 Euro. Preislich soll es bei uns mit rund 42.000 Euro losgehen.
Was haltet ihr vom Voya Courage? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Auch alle Songs in all meinen Videos sind von mir selbst produziert und die findet ihr ebenfalls in der Beschreibungsbox. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!